Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich euch eine Osterdeko-Idee zeigen, wo mir diese Holzbox als Basis dienen wird. In meinem Fall hat die Holzbox jetzt eine Höhe von in etwa 6 cm. Die Länge beträgt in etwa 28 cm und die Breite ca. 13 cm. Und in diese Holzbox werde ich jetzt zwei Gläser platzieren. Die sind jetzt in meinem Fall 10 cm hoch und hier unten der Durchmesser beträgt in etwa 5 cm. Bleibt jetzt auch jedem selbst überlassen, wo er die halt innerhalb der Holzbox platzieren möchte, die Gläser. Und die Holzbox wird jetzt wiederum mit Plattenmoos ausgekleidet werden. Ihr könnt natürlich auch anderes Moos verwenden, zum Beispiel, ich sag mal Islandmoos oder Curlymoos. Einfach mal hier schön hineingeben. Ich werde auch jetzt mal für euch die Perspektive wechseln, dann könnt ihr das Ganze gleich besser sehen. Ja, ich denke, so könnt ihr das jetzt noch mal ein bisschen besser sehen. Und jetzt platziere ich meine Gläser. Und diese ganzen Zwischenräume, die werden jetzt einfach mit Plattenmoos ausgekleidet werden. Und ich verrate euch jetzt ein kleines Geheimnis. Ich hatte dieses ganze Projekt schon vollendet. Dann habe ich mir sicherheitshalber noch mal meine Videoaufnahme angeschaut und ich hatte ganz schlimmes Lichtflackern im Bild. Das wollte ich euren Augen nicht antun und von daher erstelle ich das jetzt hier im Prinzip für mich zum zweiten Mal. Ist jetzt auch der Grund, warum dieser Strandflieder schon zurechtgeschnitten ist. Aber ja gut, das war dann jetzt halt ein Künstlerpech, ist ja jetzt nicht so schlimm. Die Weidenkätzchenzweige hatte ich mir jetzt auch schon alle zurechtgeschnitten. Das wollte ich jetzt sagen, das zeige ich euch aber gleich nochmal an den Weidenkätzchenzweigen, wie man die zurechtschneiden kann, damit man nicht so viel Material nachher verschwendet. Meine Box ist nun komplett mit Plattenmoos ausgekleidet und nun befülle ich die Gläser mit etwas Wasser. Ihr könnt aber auch das Ganze einfach mit Trockenblumen erstellen, dann müsst ihr in die Gläser überhaupt kein Wasser einfüllen. So, hier kann noch ein bisschen was hinein. Okidoki. So, dann habe ich jetzt hier meinen bereits geschnittenen Strandflieder, die geschnittenen Weidenkätzchenzweige. Und das sind Olivenzweige, die stammen von meinem Olivenbaum. Da hatte ich jetzt hier im unteren Bereich schon die ganzen Blätter entfernt, damit die halt im Wasser nachher nicht anfangen zu verfaulen. Es wird dann jetzt einfach, ja, so nach Gefühl in die Gläser eingearbeitet werden. Und bei den Weidenkätzchenzweigen wollte ich euch noch zeigen, ja, wie man die am besten schneiden kann, dass man nicht so viel Material verschwendet. Hier ist ja so ein Puschel und das schneide ich jetzt hier mal so schräg ab. Und dann hat man hier ein relativ schönes Ende. Das wäre jetzt zu schade gewesen, das alles dann ja einfach zu entsorgen letzten Endes. Oder ich denke, das wäre, ja, irgendwo wäre es ja Quatsch gewesen. Ich glaube, den hier, den habe ich vorhin ein bisschen komisch geschnitten. Den tun wir mal weg. Zum Glück sind die Olivenbäume auch gut gewachsen. Jetzt kommen halt die Weidenkätzchenzweige da hinzu und zum Schluss dann der Strandflieder. Den hatte ich natürlich jetzt auch schon geschnitten. Aber ich sag's euch, ich habe mich geärgert. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie knatschig ich vorhin war. Aber gut, das kann dann halt mal passieren. Und wenn ich jetzt gleich auf Zeitraffer gehe, kontrolliere ich lieber nochmal die Kamera, nicht, dass da gleich schon wieder Lichtflackern drin ist. Und ich das Ganze jetzt zum dritten Mal für euch mache. Ja gut, wäre jetzt auch nicht schlimm, aber wenn ich es vermeiden kann, dann werde ich es immer lieber vermeiden. Toi, 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 bisher kein Lichtflackern im Bild. Und nun werden diese Osterhasen eingearbeitet werden. Die haben hier beide unten so eine Öffnung und die würden ja dann letzten Endes so einfach dann umkippen. Von daher nehme ich jetzt hier diese Zweige von den Weidenkätzchenzweigen, die übrig geblieben sind, halte die hier mal an und schneide mir die mal passend zurecht. An einem Ende schneide ich sie mir schräg zurecht, dann kann man das gleich besser hier in das Moos hineinstecken und darauf wiederum wird dann einfach dieser Osterhase platziert werden. Jetzt der zweite. Mal eben drehen, sonst sehe ich hier selber nicht, was ich mache. Ja, den kommen wir ruhig da. Ich nehme mal eben lieber raus. Sicher ist sicher. Nicht, dass mir das hier jetzt auch noch irgendwie kaputt geht. Na, der will jetzt gerade nicht so, wie ich möchte. Oder ich mache jetzt mal einen kleinen Trick. Ich habe hier noch so einen Dorn. Machen wir mal so eine kleine Kuhle da hinein. Habe ich jetzt eigentlich den richtigen Zweig genommen? Nee, der ist ja viel zu lang. Der hier war's. Zack. Gucken. So, machen wir ein bisschen schräg. Den hier können wir auch noch ein bisschen besser einarbeiten. Oder den kann ich ein bisschen besser noch einarbeiten. Ja, das ist manchmal auch ein bisschen friemelig. Ich gebe es ja zu. Zack, wo ist das Loch? Da.
bisschen justieren. Doch, ich glaube, die beiden machen sich da ganz gut drin. Ja, und nun könnt ihr euch Gedanken machen, wie ihr noch weiter dekorieren möchtet. Ich habe jetzt hier noch Reste von einem Lavendel, der mir leider im Winter kaputt gefroren ist. Ich finde, diese Zweige, die kann man immer wunderschön einarbeiten. Und dann hole ich mir jetzt gleich noch ein paar Wachteleier und Federn hinzu. Und dann wird das da ganz entspannt einfach nur so draufgelegt werden. Auch die Federn, die werden dann nur hineingesteckt werden, falls die zum Einsatz kommen sollten. Bei den Wachteleiern muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man die so einarbeitet, dass die nachher nicht aus Versehen da hinunterkullern und kaputt gehen. Sonst kann man ja auch einfach so Kunststoffeier verwenden, was ihr halt zu Hause haben solltet. Ich habe mich jetzt für diese braunen Federn entschieden und so sehen Wachteleier aus, für alle, die die jetzt nicht kennen sollten. Die Farbe haben sie jetzt von Natur aus, man kann die aber auch in Blau, Gelb, Grün und so weiter bekommen. Aber ich persönlich mag die halt lieber in der Naturform. Wenn die jetzt bei euch andauernd hinunterkullern sollten, die Wachteleier, dann würde ich die einfach mal mit der Heißklebepistole befestigen. Der Nachteil bei den Wachteleiern ist halt, die gehen wirklich relativ schnell auch kaputt. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen beim Einarbeiten. Meine kleine Holzbox ist jetzt soweit fertig gestaltet. Noch mehr werde ich da jetzt nicht einarbeiten. Die ganzen benötigten Materialien werde ich auch wie üblich in der Videobeschreibung eintragen. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle mal bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!